Ich spreche immer wieder Mandanten, die mir sagen: „Sebastian, klingt ja alles schön und gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, in ein Land umzuziehen wie Dubai, Malta oder Zypern. Also ist der Umzug ins Ausland wohl für mich für immer gestorben." Ob das wirklich so ist, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Ja, es ist wahr, gerade wenn du schon ein bisschen älter bist und etablierter bist, gerade wenn du Familie hast und Kinder, dann kann der Umzug ins Ausland besonders schwer erscheinen und als eine unüberbrückbare Hürde. Und dann stehst du im Grunde da und das ganze Modell, was du dir überlegt hast, fällt in sich zusammen, denn ohne Wohnsitz im Ausland klappt natürlich auch die wirkliche steuerliche Optimierung leider nicht. Ich stimme dir völlig zu. Länder wie zum Beispiel Malta, Zypern oder auch Dubai oder auch Panama oder Costa Rica, die sind natürlich alle gewöhnungsbedürftig. Die sind ganz anders, da erlebt man einen Kulturschock. Da gibt es dann vielleicht auch Probleme im Hinblick auf Sicherheit und Komfort und wie man lebt. Und das ist schon wirklich ein Sprung ins kalte Wasser und viele können sich das absolut nicht vorstellen. Was ist hier also eine praktikable Lösung oder müssen diese Personen einfach den Wegzug ins Ausland für immer vergessen? Nun, neulich sprach ich mit einem Mandanten und seine Frau war auch dabei und dann sagte seine Frau: naja, man kann doch auch Auswandern Leid machen. Dann habe ich gesagt: kann man das wirklich? Das ist so ein bisschen wie schwanger sein Leid. Das geht auch nicht. Man ist schwanger oder nicht, man wandert aus oder nicht. Aber was sie natürlich gemeint hat, ist Folgendes: Man kann ja vielleicht in ein Land umziehen, das für viele sehr viel einfacher zu verkraften ist. Das vielleicht auch ein Sprung ins kalte Wasser ist, aber nicht ins eiskalte Wasser, sondern nur ein bisschen ins kalte Wasser. Also wir reden von Ländern wie zum Beispiel Spanien, Italien oder auch Griechenland oder auch zum Beispiel UK. Also alle diese Länder, die man so einigermaßen als westliche Länder kennt und wo man sich so einigermaßen vorstellen kann, vielleicht wenn man schon im Urlaub dort gewesen ist, dass man dort durchaus leben könnte, weil es noch irgendwie so alles zur zivilisierten Welt gehört. Luxemburg und die Niederlande und so weiter, die Schweiz sowieso, würde ich übrigens auch hier dazu zählen. Jetzt kann man sich ja fragen, naja, was macht denn das überhaupt für einen Sinn? Vielfach sind ja doch die Steuern in diesen Ländern mindestens genauso hoch wie in Deutschland. Wirkliche steuerliche Vorteile habe ich also nicht. Warum soll ich dann umziehen und auswandern in ein solches Land? Was bringt mir das? Nun, du darfst natürlich nicht vergessen, dass Steueroptimierung mehr ist, als nur auf den Einkommensteuersatz zu achten. Deutschland ist ja deswegen steuerlich so problematisch, weil es eine ganze Reihe von steuerlichen Regelungen hat, die weit über hohe Steuern hinausgehen. Das ist ja das Fiese an Deutschland. Ja, es sind ja nicht allein die hohen Steuersätze, sondern es sind Dinge wie zum Beispiel die Wegzugsbesteuerung, die Entstrickungsbesteuerung, die beschränkte Steuerpflicht, die erweitert beschränkte Steuerpflicht und so weiter und so fort, ja, die das Leben in Deutschland eigentlich ja steuerlich so verkomplizieren. Hinzu kommen dann noch viele Meldepflichten, die du hier beachten musst, wenn du irgendwelche Beteiligungen im Ausland hast. Dann gibt es noch die Hinzurechnungsbesteuerung, dann gibt es noch das Steueroasenabwehrgesetz und. Also, das heißt im Grunde genommen, du kommst in Deutschland auf keinen grünen Zweig, wenn du Deutschland verlassen willst oder hier Business außerhalb von Deutschland machen willst. Das ist ja das Problematische. So, und nun die gute Nachricht ist, diese ganzen Regelungen gibt es ja in anderen Ländern nicht. So, also UK ist einer von meinen beiden Wohnsitzen, USA ist dann der andere. UK ist jetzt nicht steuerlich besonders attraktiv. Die Einkommensteuer ist ähnlich hoch wie in Deutschland. Kapitalerträge werden ähnlich hoch oder höher besteuert wie in Deutschland. Also vieles ist hier schlecht, manchmal zum Teil noch schlechter sogar als in Deutschland. Aber diese ganzen zusätzlichen Regelungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die gibt es hier nicht. Ja. Wer in UK steuerpflichtig ist, der kann einfach hier wegziehen. Der muss keine Wegzugssteuer beachten. Auch eine Entstrickungsbesteuerung gibt es letztlich nicht. Es gibt auch nicht wirklich eine Hinzurechnungsbesteuerung. Natürlich, es gibt auch hier sogenannte CFC-Rules, Controlled Foreign Corporation Rules, aber die sind im Grunde genommen sehr viel harmloser als die in Deutschland. Wenn du hier Auslandsbeteiligung hältst, dann musst du die nicht melden. Natürlich, wenn du Einkünfte hast aus ausländischen Gesellschaften, dann musst du diese melden. Auch wenn du Geschäftsführer einer Auslandsgesellschaft bist, kann das unter Umständen steuerlich problematisch sein, weil dann eine Betriebsstätte in UK ausgelöst wird. Aber diese ganzen anderen Probleme,
die man so aus Deutschland kennt, mit denen man sich dann rumschlagen muss, ja, die gibt es in UK nicht. Ich will dir jetzt gar nicht empfehlen, nach UK umzuziehen. Ich wollte es nur als ein Beispiel bringen. So, wenn du jetzt ein Land findest, und im Grunde genommen sind es die meisten Länder, denn die wenigsten Länder haben tatsächlich diese Kombination von steuerlichen Restriktionen und steuerlicher Ausbeute wie Deutschland. Diesen Katalog hier von brutalen steuerlichen Gesetzgebungen gibt es in Kombination nur in Deutschland. In anderen Ländern gibt es das nicht. Das heißt, allein schon dadurch, dass du Deutschland verlässt, selbst wenn du in ein anderes Hochsteuerland umziehst, hast du schon mal etliche Vorteile. Wenn du dir zum Beispiel vorstellen könntest, zu sagen, okay, ich will vielleicht erstmal Auswanderung light machen, wie es ja die Ehefrau des Mandanten gesagt hat, und vielleicht erstmal in ein Land ziehen, wo es mir einfach fällt oder einfacher fällt, mich hier zu akklimatisieren und dann in 4 bis 5 Jahren, wenn ich mich dann ans Auslandsleben gewöhnt habe, vielleicht dann noch weiter weg, dann kann eine solche Zwischenstation auf jeden Fall sehr attraktiv sein. Und ganz wichtig ist ja, du musst bedenken, ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gibt in Deutschland die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht. Da bist du unter Umständen noch für 10 Jahre nach dem Wegzug in Deutschland für bestimmte Einkünfte steuerpflichtig. Das heißt, je schneller du die 10 Jahre auf der Uhr hast, desto besser ist es. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel ein paar Jahre nach Spanien umziehst, ja, dann hast du vielleicht nur noch 5 Jahre, wo du dich dann hier absichern musst, dass du nicht unter die weiter beschränkte Steuerpflicht fällst. Also, es macht in jedem Fall Sinn, Deutschland zu verlassen, auch wenn da die Steuern vielleicht ähnlich hoch sind wie in Deutschland, unter der Prämisse, dass es eben die anderen steuerlichen Verpflichtungen und Regelungen, die es in Deutschland gibt, in diesem Land nicht gibt. Das wäre natürlich wichtig. Also ansonsten bringt es natürlich überhaupt nichts, das stimmt, ja. Das heißt, da muss man sich dann natürlich genau anschauen, was man macht. Das darf man auch nicht übers Knie brechen. Aber das ist natürlich für viele dann schon sehr viel eher machbar. Also aus meiner Sicht, wenn du eine langfristige Zukunft im Ausland siehst, aber jetzt noch nicht den Sprung ins absolut kalte Wasser machen kannst mit deiner Familie, dann ist vielleicht tatsächlich Auswandern light eine Alternative für dich. Hauptsache, wie gesagt, aus Deutschland weg, steuerlich, selbst wenn es dann vorübergehend noch ein anderes Hochsteuerland ist. Wenn dieses Thema für dich relevant ist und du dazu weiter sprechen möchtest, würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren. Und es würde mich freuen, auch bald dich zu unseren Mandanten zählen zu können, auch wenn es nur ums Thema Auswandern light geht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.